Wenn du Schmerzen rund um diesen Knochen hast, besonders bei längerer Zeit sitzen, Treppen steigen oder darauf liegen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute erfährst du, woher diese Schmerzen kommen können und wie du sie effektiv lösen kannst. Und gleich vorweg, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Schleimbeutel das Problem ist. Sehr häufig werden seitliche Schmerzen an der Hüfte als Bursitis trochanterica oder Schleimbeutelentzündung diagnostiziert. Aber die modernen Untersuchungsmethoden wie MRI oder Ultraschall zeigen, dass in den seltensten Fällen das Problem nur der Schleimbeutel ist. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Problem an den Sehnenansätzen liegt. An den Sehnen von den Gluteus medius und Gluteus minimus. Diese beiden Muskeln sind extrem wichtig, um das Becken zu stabilisieren, wenn du auf ein Bein stehst. Veränderungen oder Reizung an der Sehnenansatz können genau diese Schmerzen auslösen. Seitlich an der Hüfte um den Knochen drumherum. Mit gezielten Übungen kannst du genau diese Muskel bearbeiten. Übungen sind langfristig gesehen sogar effektiver als Cortisonspritzen oder Stoßwellebehandlung. Und welche Übungen dir dabei helfen können, langfristig deine Schmerzen zu lindern, das zeige ich dir jetzt. Übungen, wo man nur die Spannung hält, die heißen auch isometrische Übungen, die helfen, die Sehnenstabilität zu verbessern. Und der Vorteil dabei ist, dass man keinen Druck auf die Sehne hat. Die erste Übung für die Glutealmuskulatur, für die Gesäßmuskulatur, die solltest du im Stehen durchführen. Du stellst dich vor einen Stuhl oder einen Tisch oder irgendwo, wo du dich festhalten kannst. Die Seite, die arbeitet, ist die Seite, die auf dem Boden bleibt. Also, wenn deine Beschwerden auf der linken Seite sind, dann solltest du mit dem kompletten Fuß auf dem Boden, das Knie bleibt die ganze Zeit komplett durchgestreckt und das rechte Bein, die Seite, die du keine Schmerzen hast, da solltest du den Fuß und den kompletten Fuß vor ungefähr so 5 cm vom Boden hochheben. Und nur das. Und in dieser Position verbleibst du jetzt für 40 Sekunden. Glaub's mir, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aufrechte Haltung, Knie komplett durchgestreckt, das gesunde Bein vom Boden hochheben. Ungefähr so 5 cm und in dieser Position für 40 Sekunden lang bleiben. Versuche darauf zu achten, dass dieses Becken, wo du drauf stellst, dass es nicht so runterfällt, weil das wäre fatal. Das ist genau das Zeichen, dass das Gesäßmuskel nicht aktiv ist. Also, das Becken bleibt stabil, dein Bein ist komplett durchgestreckt und in dieser Position 40 Sekunden bleiben. Nach einer Weile wirst du auch spüren, wie genau um den Knochen, um den Gesäßbereich die Muskeln aktiv sind und vielleicht sogar ein bisschen schmerzen. Diese Übung solltest du dann 4-mal wiederholen. Jede Wiederholung solltest du für 40 Sekunden halten. Danach baust du eine Pause ein für ungefähr 30 bis 45 Sekunden und wiederholst es dann nochmal, bis du 4 Serien durch hast. Als nächstes geht es dann um die dynamische Stärkung der Hüfte. Als nächstes wieder zum Stuhl oder zum Tisch, irgendwo, wo du dich festhalten kannst. Und du beginnst wieder stehend auf der Seite, die du Beschwerden hast. Das Knie bleibt komplett durchgestreckt und die Hüfte bleibt stabil. Und nun mit dem gesunden Bein bringst du das Bein etwas nach hinten. 15 Mal. Und das Ziel bei dieser Übung ist erstens, das Becken stabil zu halten, währenddessen das andere Bein nach hinten bewegt wird und gleichzeitig zu vermeiden, dass die Hüfte so abknickt. Also Knie gestreckt, gesundes Bein 15 Mal nach hinten. Wenn du die 15 Wiederholungen durchgeführt hast, dann geht es nun um die Beweglichkeit der Hüfte, der betroffenen Seite. Also stell dir auf die gesunde Seite drauf, Knie ist komplett durchgestreckt, Becken stabil, Oberkörper aufrecht und dann die gestreckte Hüfte nach hinten bringen. Auch hier sollen das nochmal 15 Wiederholungen werden. Achte darauf, die Bewegung ist nicht so weit nach hinten, dass du mit dem Oberkörper ganz aufrecht bist und nur so 15 bis 30 Grad nach hinten das Bein bewegst. 15 Wiederholungen, 3 Serien sollen das werden.
Gezielte Übungen können dir dabei helfen, Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zurückzugewinnen. Wenn du wissen willst, wie du das zu Hause ohne viel Aufwand machen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche, was du für deine Gesundheit tun kannst. Und los geht's mit den nächsten 2 Übungen. Die nächste Übung ist deutlich anspruchsvoller für die Gesäßmuskulatur. Statt den Stuhl, der deutlich niedriger ist, kannst du dich auch zum Beispiel auf der Armlehne vom Sofa hinsetzen, was etwas höher ist. Also, du setzt dich jetzt hin. Das Bein, wo du Beschwerden hast, das soll etwas mehr gebeugt sein. Und die gesunde Seite, die wird jetzt etwas nach vorne gebracht. Deine Beine sind mindestens hüftbreit auseinander, bis etwas mehr als hüftbreit. Deine Hände kannst du entweder jetzt vorne am Körper überkreuzen oder direkt an der Hüfte bringen. Und dann versuchst du ganz bewusst als erstes, die Ferse nach unten gegen den Boden zu drücken. Du wirst automatisch spüren, wie die gesamte Muskulatur von der hinteren Oberschenkelseite und die Gesäßmuskulatur angespannt sind. Also Ferse nach unten drücken, Becken gerade und von dieser Position einfach aufstehen. Am Ende achte darauf, dass die Hüfte komplett durchgestreckt ist. Vermeide in so einer leichten Beugung zu bleiben. Nutze die volle Bewegungsausmaß, was dein Gelenk hergibt. Also oben angekommen, Becken gerade und jetzt solltest du vermeiden, dass du den Rumpf nach vorne bringst, sondern so aufrecht wie möglich, setz dich dann auf dem Stuhl wieder hin. Und das war es schon. Ferse nach unten drücken, Beine mindestens hüftbreit auseinander, die betroffene Seite deutlich mehr gebeugt, Ferse nach unten gegen den Boden und aufstehen. Hüfte komplett durchgestreckt, Oberkörper gerade, wieder hinsetzen. 4 Serien für jeweils 10 bis 12 Wiederholungen sollen es dann werden. Einfach zum Ausgleich kannst du auch die gesunde Seite trainieren. Es schadet nie. Und nun zu der letzten Übung. Eine Wandsitz. Also such dir eine Wand aus und als erstes lehne dann den Gesäßbereich bzw. das Kreuzbein an der Wand ran. Nicht die Lendenwirbelsäule. Es soll schon ungefähr auch eine Hand durchpassen können. Auch deine Schulterblätter sind an der Wand fixiert und deine Hüfte, die sollen ungefähr eine 60 Grad Neigung zur Wand machen. Diese 60-Grad-Stellung sind genau dafür da, dass du mehr die Gesäßmuskulatur aktivierst und nicht ganz so doll die Oberschenkel. Also bleib in dieser Position, 60 Grad. Beide Füße sind stabil auf dem Boden. Achte darauf, dass deine Knie nicht nach innen fallen. Die sollen mindestens hüftbreit auseinander sein. Du kannst dir auch dabei helfen, indem du deine Hände noch gegen die Wand jetzt hältst. Und in dieser Position solltest du nun versuchen, die gesunde Seite vom Boden hochheben und wieder runter. Hochheben und wieder runter. Das Schwierigste bei dieser Übung ist genau dafür sorgen, dass dein Becken in einer Linie bleibt und dass man nicht wegfällt oder ganz schräg an der Wand wird mit dem Becken. Also Rücken an der Wand, Hüfte in ungefähr 60 Grad gebeugt, Schulterblätter an der Wand. Das Bein, wo du Beschwerden hast, das bleibt jetzt auf dem Boden. Das Gesäß wird angespannt, Oberschenkel vorne und hinten wird angespannt. Und in dieser Position das gesunde Bein einfach vom Boden hochheben und wieder runterbringen. Streck das Knie und wieder runter. Das Schwierigste bei dieser Übung ist genau in dieser Position, das Becken gerade zu halten, stabil zu halten. 10 Bewegungen sollen das werden. Achte auf die Qualität der Bewegung, halte das Becken stabil, Hände an der Wand und dann wieder lösen. Das gesunde Knie solltest du dann 10 bis 12 Mal strecken und das wäre eine Serie und davon machst du dann 4. Diese Übungen, die ich dir gezeigt habe, die werden dir dabei helfen, deinen Gesäßmuskel zu stärken, deine Sehne zu stärken und belastbarer zu machen. Und gleichzeitig hast du weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit. Ich hoffe, diese Übungen helfen dir, deine Schmerzen zu lindern. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!